Wollt ihr wissen, was sich in dieser kleinen und herzigen Kiste befindet? Dann bleibt dran. Ein Großteil meiner Zuschauer hat den Kanal noch nicht abonniert. Falls dir meine Inhalte gefallen und du nichts verpassen möchtest, drück einfach auf den Abonne All Button. Es ist kostenlos und hilft dem Kanal çok. Teşekkürler. Merhaba arkadaşlar und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Wie ihr im Titel sehen könnt, gibt es etwas von Reitlink. Ich denke, die meisten Motorradfahrer unter euch werden wissen, wer Reitlink ist. Falls nicht, Reitlink ist eine Firma aus Deutschland, die diverse Gadgets für das Motorrad herstellt. Und zwar meiner Meinung nach ziemlich geile Gadgets, so dass man auch zum Beispiel die alten Motorräder ein bisschen aufwerten kann, ein bisschen moderner aufwerten kann. Natürlich kann man auch neue Motorräder irgendwie noch, wie soll ich sagen, tunen. Mein Punkt war es halt wirklich, das alte Motorrad, das ich habe, der ist halt auch nicht der allerjüngste, ist jetzt auch schon irgendwie 10 Jahre, hat er auch schon auf dem Buckel. Ich wollte halt so ein paar Gimmicks mit reinbauen oder ranbringen und habe dann da Reitlink entdeckt, wie zum Beispiel Reifensensoren herstellen, aber auch einen Diebstahlmelder mit Navi, wirklich so diverse, also mit so Bewegungssensoren drin, wo man halt wirklich weiß, das Motorrad wurde bewegt, was ist denn da los und so. Wiederum aber auch ein Notrufsystem, das sogenannte E-Call oder E-Call, wo zum Beispiel das Gerät bemerkt, dass du einen Unfall gebaut hast und dementsprechend halt auch diverse Aktionen eingeleitet werden, damit man dich ziemlich schnell rausfischen kann. Aber zu allen Details kommen wir später. Ich habe jetzt da deswegen auch Werbung hier oben. Ich versuche es so transparent wie möglich an euch herumzubringen oder anzubringen. Und da wollte ich jetzt nicht irgendwie unbezahlt oder sonst was, denn ich habe halt einfach die Artikel reduziert erhalten. Ich habe doch selber bezahlt, aber möchte trotzdem eine Werbung da reinquetschen, damit ich halt wirklich sehr sauber irgendwie vorwärts komme. Und ihr kennt mich, ich möchte halt wirklich so gut wie möglich Transparenz zeigen. Das kennt ihr auch von meinen alten Videos. Deswegen, Werbung hier oben und halt eben irgendwie so reduziert erhalten. Jawohl! Na du! Und schau! Und dann machen wir doch mal auf und schauen mal, was da drin ist. Gut, natürlich, je nachdem wie ich jetzt den Titel schreibe, werdet ihr ja ziemlich genau wissen, was da los ist. Aber jetzt machen wir mal das Ding auf. Wie macht man es? Wo ist da der? Ich glaube hier. So, einmal. So, zweimal. Und jetzt. So, ein bisschen Verpackungsmaterial. Da haben wir hier ein bisschen Rabatt. So, ganz kleines Ding, Leute, wirklich nichts Großes oder so. Das wäre jetzt einmal der Wingman. Und wie gesagt, er hat den Unfallmelder, also der erkennt, dass du gestürzt bist. Ja, ich erkläre es euch dann im Detail. Aber es hat einen Unfallmelder, einen GPS-Tracker für Navi und halt einen Diebstahlmelder. Ganz cooles Ding. Ja, Spaß.
hier keine Ahnung, was mein Hund hat. Hier die Reifendrucksensoren, wohlbemerkt, das sind die kleinsten, die es auf dem Markt gibt. Ja? Die kleinsten und leichtesten Reifendrucksensoren, die es auf dem Markt gibt. Und für all die Ducati-Fahrer unter euch, Ducati hat das sogar auf der Rennstrecke auf ihren Mopeds dran verbaut. Also, wenn es schon auf der Motorradstrecke irgendwie benutzt wird, dann kann man schon davon ausgehen, dass das geil ist. Es hat halt wirklich, es geht nicht nur um den Druck von den Reifen, es wird hier sogar auch die Temperaturen angezeigt. Ich werde natürlich ein How-To noch machen, wie man die Dinger verbaut und vor allem, wie man halt die dazugehörige App verlinkt oder ja, wie soll ich sagen, die Geräte dann irgendwie anschließt und dann mit der App verbindet. Das werde ich euch alles noch zeigen. Heute geht es wirklich einfach nur darum, wie sieht es aus, wie ist das Material, ihr kennt mich, das Unboxing halt, das typische. Ansonsten haben wir nichts, dann geht das hier mal weg. Können wir auch mal auf die Seite nehmen. Ich denke mal, wir fangen. Dann fangen wir doch mit dem Wingman an. Genau, QR-Code für die App haben wir hier. Verpackung. Tipptopp, ich finde es sehr minimalistisch, das finde ich cool, das gefällt mir. Es gibt zum Beispiel diverse Händler, die haben dann so eine kleine Packung. Ohne Scheiß, Leute, ich habe schon vieles gesehen, vor allem da ich ja halt der Typ bin, der gerne bestellt, als irgendwie in den Shop reinzugehen oder so. Ich habe schon vieles gesehen und dann ist dann irgendwie so eine kleine Packung und so eine riesen Schachtel drin. Also Leute, ja, wir sind in 2025, ne? Also ist dann schon ein bisschen schade. Und deswegen, das gefällt mir sehr, alles sehr minimalistisch gehalten. Kein unnötiges Schnickschnack irgendwie. Coole Verpackung, zugeklebt und so. Wow, also auf den Bildern sieht es viel größer aus. Muss ich jetzt schon sagen. Es ist sehr klein. Ja, Leute, also. Und wirklich, auch hier, wirklich super. So klein. Sehr minimalistisch. Das gefällt mir. So etwas mag ich sehr. Pack mal alles raus hier. Ja. Zack. Und zack. Einmal hier die Bedienungsanleitung. Eben, also natürlich braucht das Ding Strom. Aus diesem Grund muss man es halt bei der Batterie, also mit der Batterie verbinden. Aber keine Sorge Leute, das schluckt so wenig Strom, das könnt ihr locker dran lassen und ihr werdet auch am nächsten Tag und am übernächsten Tag und am übernächsten Tag könnt ihr damit fahren. Wir haben hier zwei verschiedene Möglichkeiten, das Ding an das Motorrad anzubringen. Einmal halt Klett, ich bin halt jetzt schon ein bisschen ein Freund von diesem Klettzeugs. Einmal hier halt irgendwie eine Schlaufe drum und festzurren. Ja, wie gesagt, also das Ding ist wirklich sehr, sehr klein und das wird dann halt im Fach unter dem Sitz kommt es ran. Wir werden das auch genauer angucken und anhand der Bewegungen merkt halt das Gerät, was im Moment los ist. Ich denke dann, wenn gewisse G-Kräfte irgendwie aktiviert werden, dann merkt er, oh, das war jetzt etwas Gröberes, etwas Heftigeres und gibt dann einen Anruf in die Zentrale von Ridelink. Ridelink hat dann kurz nach
Also wirklich geile Sache. Sie haben es auch schon jetzt bewiesen, das Ding funktioniert, denn die haben schon um die 80 Leute damit gerettet. Es funktioniert europaweit, Leute. Bis ganz weit in den Osten rein funktioniert es. Also müsst ihr keine Sorgen machen, wenn ihr zum Beispiel in Frankreich unterwegs seid, bei den Alpen dort zwischen Schweiz und Frankreich, oder wenn ihr in Deutschland weiter nach im Norden hochfährt, Skandinavien und so, also und Ostblock, Kroatien, alles okay. Funktioniert einwandfrei. Deswegen, geiles Ding. Es ist Spritz, ja, ich sag jetzt mal Spritzwasser geschützt. Natürlich, ja, staubgeschützt sowieso, aber eben Spritzwasser geschützt. Also ihr könnt es nicht außen dran irgendwo rum verbauen, dann kriegt ihr wahrscheinlich Probleme. Aber gleich irgendwie neben der Batterie oder irgendwo in einem freien Raum im Fach drin unter dem Sitz, gar kein Problem, Leute. Da kommt ja auch sehr schwierig Wasser rein. Also könnt ihr das dort irgendwie verbauen. Ja, wenn wir schon über Reitlinke noch reden, dann möchte ich mich hier noch ganz herzlich bei Kai und beim Stefan bedanken. Denn ja, wie ihr es von mir wisst und wie ihr es von mir kennt, Leute, ich bin kein großer YouTuber mit irgendwie einer großen Reichweite. Und dann ist es eigentlich nicht so normal, dass irgendwelche Firmen mit mir zusammenarbeiten wollen. Ich sag's mal so. Ja, da ich halt keine große Reichweite habe. Ich verstehe das auch voll und ganz. Aber Reitlink war so cool und vor allem halt Kai. Ich konnte ihn auch noch kennenlernen und habe noch kurz wie sagt man dem, per Teams, also face to face noch irgendwie gequatscht und uns kennengelernt. Wirklich ganz tolle Leute. Das sind alles wirklich mega motorradaffine Personen, die fahren selber seit Jahren irgendwie mit dem Moped rum und wissen genau, wo die Knackpunkte sind und was halt bei Fahrern erwünscht ist. Und das merkt man auch. Also man ist total auf einer eigenen, auf gleicher Augenhöhe und man weiß sofort, um was es geht und was man will. Und das ist echt geil und wirklich vielen Dank. Ich hoffe, wir können irgendwie wirklich so zusammenarbeiten und das funktioniert dann auch ganz gut. Da wäre ich sehr happy. Scheiße, Licht aus. Was ist passiert? So, kurze Unterbrechung gehabt. Das Licht ist wieder da. Ich hoffe, ihr seht mich wieder. Wie gesagt, die Features, Unfallmelder, ein E-Call, also wie gesagt, da kommt dann ein Anruf rein von wegen, hey, ist alles in Ordnung? Oder sollen wir den Krankenwagen rufen? Dann gibt es einen Diebstahlschutz. Der meldet auch, sobald das Motorrad in Bewegung kommt, gibt es einen Alarm auf dem Handy. Dein Motorrad bewegt sich, piep, piep, und hat halt auch ein Live-Tracking, hat man halt dann auch in der Navigation. Und ich glaube, die Navigation, also das System ist ziemlich ähnlich wie bei Kurviger. Ich glaube, sie arbeiten sogar mit Kurviger zusammen. Also habt ihr da nicht irgendwie ein ödes Ding oder irgendwie etwas, wo nicht irgendwie gut funktioniert, denn Kurviger hat einen guten Ruf. Ich habe jetzt mit Kurviger noch nie gearbeitet, ich habe halt eher Kalimoto gehabt, aber werde natürlich dann auch alles darüber wechseln und ich werde dann halt von Kalimoto auch weggehen, zumal es dann halt für mich das Abo auch teurer ist mit Kalimoto. Also da macht es etwa 30, ich glaube sogar knapp 40 Franken aus und das ist nicht gerade wenig. Also mit diesen 30, 40 Stutz gehe ich auf einer Fahrt irgendwie was Feines essen oder spare es mir für den Service. Also
Da werde ich ganz klar wechseln, denn hier ist der Jahresabo 50 Franken und man hat jeglichen Zusatz irgendwie mit dabei. Wenn ihr zum Beispiel auch es gibt 3 verschiedene Versionen, das ist der Wingman und dann gibt es noch den Wingman Pro und noch einen. Und wenn ihr zum Beispiel die höhere Stufe nehmt, dann habt ihr auch einen Schräglagensensor, der dir zeigt, wie schräg du gefahren bist in der Kurve und so. Und ich dachte jetzt, der kleine reicht nicht völlig aus, vor allem auch zum Testen und alles. Deswegen fahrt ihr auch mit der tiefsten Version ziemlich gut vorwärts. Kommen wir mal hier zu den Reifendrucksensoren. Ziemlich dieselbe Verpackung, wahrscheinlich auch sogar genau gleich groß oder so. Auch wieder schön verklebt, gefällt mir. Geht es nicht auf. Und dann einmal so raus. Auch wieder eine Bedienungsanleitung. Mal hier rein tun. Wow, das sieht das wirklich sehr schön aus. Leute, das sieht echt edel aus. Aber schauen wir zuerst mal den Rest an. Kleiner Schlüsselanhänger, Ring, Dingsbums. Ich kann mir sogar jetzt gerade auch gut vorstellen, für was es ist. Oder auch nicht. Machen wir mal da die kleinen Dinger auf. Ah ja genau, das ist so ein spezieller Schlüssel, Leute. So Diebstahlschutz. Ihr kennt sicher die Spezialisten, die ja immer bei den Reifen irgendwie, sobald du irgendwelche individuellen Reifendeckel hast, klauen. Oder einfach nehmen und wegschmeißen. Da die langweiligen Spezialisten da. Und das wäre halt genau für das gedacht. Ihr könnt das dann so verbauen, dass das ohne diesen Spezialwerkzeug gar nicht aufkriegen kannst. Finde ich eine coole Idee. Denn man hat ja schon etwas bezahlt dafür. Also dann wäre es schon nicht schlecht, wenn man dann halt irgendwie so einen Diebstahlschutz hat. Das kommt dann eben ran und dann kann man das so mit dieser Hilfe hier extrem fest anziehen. Geile Idee. So, machen wir ein bisschen hier rein. Wo viele Schlüsselanhänger sein sollte, check ich das wirklich nicht. Ich glaube schon, dass es das ist. So, weil da hat es ein Loch. Aber das wäre mir jetzt ein bisschen zu klobig, ein Schlüssel dran. Sonst ist da auch nichts mehr. So, Leute, und hier ist das Schmuckstück. Das Logo ist so geil dran gemacht. Sieht wirklich geil aus. Gefällt mir sehr. Es ist natürlich mit einer Batterie, den kann man dann so rausziehen. Schau mal, ob ich das aufmachen und dann wieder genau gleich wieder rausnehmen kann. Ich will nicht groß dran rumspielen. Hier eine kleine Knopfbatterie. Keine Ahnung welche es ist. Vielleicht steht es in der Betriebsanleitung. Wahrscheinlich habe ich jetzt verdeckt. Mit kleiner Knopfbatterie und die halten ja ziemlich lange. Und ich gehe mal davon aus, wenn die Batterie schwach ist, wird es auch gemeldet. Dann ja, kommt das Ding einfach da drauf. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das da der Adapter sind. Könnte ja sein, dass vielleicht irgendwie andere Ventile dran sind oder so. Denn das Prinzip ist, also wenn das jetzt irgendwie das Ventil ist, dann kommt der so ran und dann nehmt ihr den hier, schraubt den auch oben drauf und dann könnt ihr hier, kennt ihr so Kontern von Muttern, also so, wenn man dann dagegen schraubt, oder, da kommt man halt sehr schön so ran und dann dagegen
Und dann sind die dann so aneinander dran verankert, dass man es irgendwie mit der Hand gar nicht mehr aufkriegen kann. Das ist dann so fest. Da brauchst du halt in diesem Fall jetzt solch einen Ding oder ganz schmale Gabelschlüssel, um hier ranzukommen. Geile Idee. Und schnell wieder rein, nicht dass wir irgendetwas verlieren. Ich finde es auch geil, dass wir hier 4 Stück haben. Solche Dinge gehen so schnell verloren, Leute. Auch irgendwie beim Basteln in der Garage oder so und dann ist er irgendwie weggefallen und da findest du es einfach nicht mehr. Kann sehr schnell sehr nervig. Und wie gesagt, also hier ist halt das Geile, du hast Reifendrucksensoren. Also sprich, er sagt dir, wie viel Luft du drin hast und warnt dich auch, wenn es zu niedrig ist, dass du dann wieder füllen gehst. Sieht auch ziemlich cool aus, ist wirklich recht klein, Leute. Wie die Spitze meines Daumens, also so groß wie der Nagel und etwa so der vordere spitze Teil. Echt klein und ich habe gelesen, knapp 8 Gramm. Das ist nichts. Also da müsst ihr nicht einmal unbedingt ausbalancieren. Voll okay. Ich glaube, balancieren wäre gut ab 10 Gramm, dachte ich. Die Schlüssel hier, echt geil. Was haben wir hier sonst noch? Nichts mehr drin. Genau, und eben Reifentemperaturen und Reifendruck wird hier gemessen. Und das ist schon cool. Also ihr könnt, glaube ich, auch noch irgendwelche Widgets machen auf dem Handy, so dass ihr nicht ständig in das Handy rein, also in die App rein müsst. Dann habt ihr zum Beispiel dann das Handy vor euch mit Quadlock irgendwie oder SP Connect rangemacht und dann habt ihr ein Widget zum Beispiel von der Right Link und da könnt ihr immer gleich gucken, was die Temperaturen ihr jetzt im Moment habt, ob ihr jetzt näher irgendwie rein könnt oder nicht. Seid ihr dann so auch auf der sicheren Seite. Ja, das Ganze natürlich funktioniert über Bluetooth und ja, ansonsten gibt es halt gar nicht mehr viel zu sagen. Wir sehen uns dann, wenn ich die Dinge reinbaue und dann zeige ich natürlich auch, wie die App funktioniert und alles. Es ist kein Hexenwerk, Leute. Klar, ihr könnt schon auf eine Nummer sicher gehen und sagen, gehe jetzt zu meiner Werkstatt und lasst es vom Mechaniker machen. Klar, könnt ihr auch, gar kein Ding. Aber das ist jetzt wirklich so einfach, Leute, und das werdet ihr sehen, wie einfach es ist und werdet dann selber sogar den Mut haben und sagen, komm, das baue ich selber schneller an. Bei Bremsen oder so würde ich euch wirklich sagen, hey Leute, lasst die Finger davon, lasst das von einem Profi machen, aber das könnt ihr dann schon selber machen. Ja Leute, dann ja, verabschiede ich mich hiermit. Viel mehr gibt es hier eigentlich auch nicht mehr zu sehen. Genau, das sind also die neuen Gadgets, die ich habe. Die werde ich halt dann auch sehr, also sobald ich es verbaut habe, habe ich es ja eh immer mit dabei und werde die auch ausgiebig testen und freue mich riesig darauf. Weil ich habe schon beim Auto zum Beispiel, viele neue Autos haben diese Gadgets schon drin und ich habe das wirklich auf dem Moped habe ich das vermisst. Ich mag es halt, ich bin gerne irgendwie modern unterwegs und ja, ich finde es geil, wenn ich irgendwie den Überblick habe, was gerade ja beim Motorrad so los ist. Gefällt mir sehr wirklich, da habe ich ziemlich Spaß dran, wenn ich auch irgendwie am Handy dann irgendwie rumgucken kann, rumspielen kann und weiß irgendwie, was kann ich irgendwie oder was sollte irgendwie geändert werden oder so. Aus diesem Grund, wir sehen uns dann beim Montagevideo in einem How-To von mir. Sollte auch nicht mehr lang gehen, dann könnte ich das auch noch schnell irgendwie machen. Und mal gucken, dass das Wetter ein bisschen angenehm ist, weil in meiner Garage ist es arschkalt. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schaut bei RightLink vorbei, Leute. Ich habe unten dran die Webseite in der Beschreibung, den Link dazu zur Webseite. Geht drauf, schaut ein bisschen, macht euch schlau über RightLink
und bestellt denen schöne Grüße von mir, wenn ihr was kauft. Und ich denke, ich werde auch irgendwie einen Amazon-Link da drin noch irgendwie verlinken, wenn ich die Dinge auf Amazon finde. Ja, viel Spaß wünsche ich euch. Gebt auf euch acht. Es ist Winter, man wird schnell krank, die Grippewelle kommt und es naht, deswegen, ja, warm einkleiden. Güle. Arkadaşlar, ich habe noch etwas vergessen, und zwar folgt noch ein Werbevideo. Also nicht ausschalten, sondern dranbleiben und guckt euch das coole Video von Ridelink an. This is our time, we've been waiting for so long. Not a thing that could go wrong. This is what we've dreamt to do. I believe in freedom on two wheels. That's the way I'm gonna heal. I can't wait to hit the road all day long. There's nothing that can stop us now, from the will to cruise and get that feeling. Been waiting for God knows how long. You're the one thing that will bring joy to our ride. We're gonna ride. Feels like we fly. This is like an all-time high. Nothing ever felt so right. This is the sound, sending shivers down my spine. Enjoyment redefined, bursting into life. And so I turn my key to my freedom on two wheels. It rejuvenates me now, gives me thrills and makes me wanna lose control. There's nothing that can stop us